Willkommen zu einem kleinen Weekly Recap Video. Wir schauen uns heute an, ob Highcroft Mining jetzt endlich nach unten geht, was GNS macht, ob NIO jetzt endlich seinen Boden erreicht hat, ob BLNK noch immer eine kleine Chance hat, ob Sava mit FFRI nächste Woche oder die Woche danach squeezen wird, ob Fuse noch immer nach oben geht und als allerletztes werden wir uns noch anschauen, was Open gerade macht. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Wie immer, ich benutze diese Methode hier. Ich werde das Erklärvideo wieder ans Ende des Videos hängen oder ihr schaut es einfach auf meinem Kanal nach der Playlist Fractal Method und schaut euch das Video an. Okay, fangen wir mit Highcroft Mining an. So, hier ist das ganze Fractal. Wie immer, ihr müsst bei dieser Sache nicht einmal meine Methode verwenden. Ihr könnt jetzt auch einfach Symmetry nehmen. Da nehmt ihr einfach die Bars Pattern bis hier, flippt sie nach hier und lest das Ganze von rechts nach links. Bedeutet, es schaut so aus und das seht ihr schon. Als nächstes erwarte ich diesen Drop. Oder ihr nehmt meine Methode, bedeutet wie Hallo, kleines a, kleines b und wir wären jetzt gerade in unserem großen A. Und wenn das unser Peak ist, nehmen wir einfach die 0,5 von unserem V, gehen darauf. Somit ist unser Ziel 6, 7 Dollar. Dann würden wir bouncen. Unser nächstes Ziel nach dem ist B bei 87. Wir werden hier, wenn wir das mit dem hier vergleichen, nicht wirklich einen Pullback bekommen, sondern wahrscheinlich eine Sideways gehen. Und das nächste ist einfach nur die Frage, brechen wir Allzeit hoch oder nicht? Jetzt ist nur die Frage, ist das wirklich unser Peak? Weil beim ersten Mal lag ich leider falsch, weil ich habe angenommen, das hier war unser Peak. War es aber nicht. Wir sind runtergegangen, wieder rauf. Also müssen wir jetzt annehmen, dass das unser Peak ist. Vergleichbar wäre das, wenn wir uns das hier anschauen, mit dieser. Entweder wir haben das hier vorgemacht, sind hinuntergefallen und dann wieder hoch und jetzt sind wir da. Oder die andere Alternative wäre, wir haben gerade nur das hier gemacht und sind jetzt auf den letzten Run hin nach oben. Wie können wir das bestätigen? Ja, wir müssen auf unser Lower High warten. Bedeutet, wenn wir, gehen wir mal runter in der Timeframe, hier, wenn das jetzt unser Peak ist und wir gehen hier hinauf, aber brechen nicht diese Linie und gehen hier wieder runter, das ist Bestätigung dafür, dass das hier unser Top ist und unser A. Ja, schauen wir mal, was in den nächsten Wochen passiert. Levels habe ich derzeit keine für euch, weil es bringt nichts. Ja. Ja. Einfach abwarten und Tee trinken. Schaut aber derzeit einfach noch immer super aus. So, nächstes ist GNS. So, wir haben zwei Varianten hier, eine bullische und eine bärische. Wir fangen mit der bärischen an. In beiden Fällen würde bedeuten, wir haben hier ein Fractal. Das wurde beendet im April 2025. Wenn wir näher ranzoomen, bedeutet das war unser V. Und das ganze Ding ist unser Higher Low. Es ist aber noch nicht fertig. Bedeutet, unser A ist hier einfach nur das A von diesem Higher Low. Und das Higher Low muss enden in einem V&A. Bedeutet, für Zeit bis zum 12. Februar werden wir hier runter sinken. Werden unser V&A bekommen, bedeutet 30 Cent.
machen bis zum 26. Februar unser High Low. Dann geht es nach oben. Die bullische Alternative, das ist kein Higher Low, das ist schon unser A, weil unser Higher Low hier ist. A, Pullback wäre schon fertig. In dem Fall ist unser A Pullback allerdings schon mit dem 21. November fertig. Und wie bei vielen anderen machen wir einfach nur ein kleines Micro-Higher Low. Jetzt gibt es allerdings zwei Sachen. Damit wir wirklich bullish sind, war das hier unser C. Dieses kleine Higher Low ist fertig seit dem 31. Dezember mit einem V&A. Und wir machen derzeit einfach nur unser noch kleineres Micro Higher Low. Bedeutet aber, in dem Fall müssen wir noch immer hier runter unter 60 Cent und dann marschieren wir. Ja. Andernfalls, ja, ich sehe sonst keine Alternative mehr. Wenn wir hier weiter runterfallen, dann gehen wir zu 30 Cent. Ja. Sollten wir, bevor wir zu den Levels kommen, sollten wir hier unten fertig sein oder hier oben fertig sein? Was sind unsere nächsten Ziele? Wann auch immer das fertig ist. Unser B ist bei $7 und dann ist nur noch die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht? Für Levels, weil die sind jetzt relativ wichtig, vor allem weil wir diese Trendlinie hier rejected haben. Ich hätte es eher lieber gesehen, wir wären hier durchgebrochen. Aber für Levels. Also, sollten wir über 83 Cent drüber gehen, gibt es keine bärische Alternative mehr. Wir schießen nach oben. Sollten wir unter 60 Cent fallen, also sagen wir 58 Cent, ist noch alles in Ordnung, alles super. Das bedeutet nur, wir schließen dieses kleine Micro High Low ab, wenn wir hier bouncen. Noch immer eine Möglichkeit nach oben zu schießen. Sollten wir allerdings 55 Cent brechen, geht es Richtung 33 Cent. Ja. Müssen wir echt schauen, was gerade passiert. Es ist ein Meme-Stock. Eigentlich schauen alle anderen Meme-Stocks super aus. Vielleicht wird es uns überraschen. Okay, nächstes ist NIO. So, für NIO, egal ob wir, ich habe wieder zwei Versionen, egal ob wir bullish oder bearish sind, beide sind schon in ihrem großen C. Ja, hier ist unser A, hier ist unser B. Beide sind schon im Run zu unserem großen C. Beide Versionen sind in ihrem A-Pullback. Ne? Fangen wir mit der bearischen Version an. Ich habe ja in den letzten Videos gesagt, ich möchte mein V&A sehen. Das bedeutet 4,37. Also mindestens 4,36. Mein Zeitfenster war 12. Jänner bis 21. Jänner und ich habe eigentlich gehofft, dass wir bis zum Montag, also 12. Jänner, schon unser 4,37 erreicht haben. Haben wir nicht. Ja. Das hier ist derzeit einfach gar nichts. Ich meine, sage ich noch bei der bullischen Version. Ich gehe jetzt für die bärische Version aus. Am Montag, ich meine, wie viel braucht man noch? 6%. Vom Montag an. Entweder wir knallen am Montag runter zu unserem W&A oder vielleicht sogar bis zur Trendlinie $4. Und wir machen bis zum 21. Jänner unser High Low. Und dann marschieren wir. Oder wir werden jetzt langsam hinunterkrebsen bis zum 22. Jänner. High Low. Und dann marschieren wir. Ja. Für die bullische Variante bedeutet das, technisch gesehen ist es fertig. Ja. Das würde bedeuten, es ist noch immer der 0.5 Bounce hier. T ist niedriger, wo es angefangen hat, also technisch gesehen wäre es fertig. Und normalerweise macht A ja auch ein 0.5.
bedeutet, vom Montag an bis wahrscheinlich bis zum 22. Jänner machen wir von hier an ein High-Low. Und dann gehen wir. Anders kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Ja? Und ich vergleiche das Ganze hier noch immer mit 2020, weil wie High-Low A Pullback. Ich meine, in dem Fall ist es V&A, deswegen bestehe ich eigentlich so auf die 437. Aber ja. Danach ein kleines High-Low und danach wird einfach nach oben geschossen. Ne? Für Levels, ja, also warum auch immer, alles über 5,79. Es gibt keine Alternative mehr. Levels nach unten, wir sind unten. Ja? Wir wollen 4,37 erreichen oder 4,36. Für eine bärische Alternative alles unter 3,38 Cent ist extrem schlecht. Ich würde sogar sagen, na, das wäre noch nicht schlecht, das wäre einfach nur ein Bounce. Ja, nein. Bleibt dabei, ich sehe es nicht, aber alles unter 3,38 wäre echt schlecht. Das sehe ich aber derzeit einfach nicht. Es schaut einfach perfekt aus. Schauen wir, was uns nächste Woche bringt. Sehr viele Aktien haben genau dieses Zeitfenster. Schauen wir. Nächstes ist BLNK. Für BLNK habe ich eine bullische und eine verdammt bearische Variante. BLNK wäre jetzt auch entweder noch in seinem zweiten Fractal fürs bearische oder fürs bullische schon in seinem dritten Fractal. Na, dann schauen wir mal rein und zoomen und zoomen und zoomen. Wir fangen mit der bärischen Variante an. Mit der bärischen Variante bedeutet, dieses T ist noch nicht fertig. Ja, zoomen wir doch ein bisschen raus. Dieses T ist noch nicht fertig. Wir haben auch die Zeitlinie von nächsten Montag an bis zum 16. Jänner, also eine ganze Woche. In dem Fall knallen wir nach unten. Ich nehme mal an, irgendwas zwischen 40 und 50, und zwar nächste Woche. Vergleichbar wäre das trotz jeglicher bullischer Variante noch immer, dass wir uns jetzt gerade hier befinden und wir würden noch immer hier runterknallen. Neues Allzeitlow. Für die bullische Variante habe ich auch was. Das bedeutet, wenn man sich das anschaut, unser T endet immer niedriger, als es, wo es angefangen hat. Und ihr könnt es gerne nachprüfen. Das hier ist 2 Cent niedriger, als wo es angefangen hat. Technisch gesehen ist das somit fertig. Was haben wir seitdem gemacht? Wir sind gebounced. Ja, gehen wir sogar noch niedriger. Wir sind gebounced, haben ein kleines Micro-High-Low gemacht, ein kleines Micro-A, kleines Micro-B, kleines Micro-C. In dem Fall wäre das hier schon unser kleines Micro-L. Würde bedeuten, weil das so zusammengepfercht ist. Wir müssen jetzt noch hier runter, dann rauf, M, runter, T, und dann nehme ich an bis zum 20. Jänner ein V under A. Wenn wir hier bouncen, ist das bullish. Ja. Für was sehen wir nachher? Ich meine, als erstes könnte man es vergleichen mit dem hier. Ja, dann wären wir jetzt doch gerade hier unten. Es passt nicht ganz, aber vielleicht ist es nicht 1:1. Aber wir erwarten diesen Move. Das kommt als nächstes. Für BLNK muss ich ehrlich sagen, ich meine, kein Financial Advice natürlich. Es ist, glaube ich, gescheiter, wenn man hier wirklich einfach nur Aktien kauft und nicht Optionen spielt. Aber bleibt euch überlassen. Für Levels. Ja? Also im Prinzip wäre das genau der Move, den wir uns erwarten.
Nächstes Level ist 1,34 für klein A, 1,99 für klein b und fürs Makro-Tracking bedeutet das einfach nur unser A. Nein, wäre es nicht. Nein, weil wir müssen noch immer unser Hallo machen. Ja, also vergesst jetzt einmal A, aber irgendwo hier drin werden wir unser Hallo machen. Unser großes Hallo zu dem hier. Dann erst werden wir rausgehen für unser A, B und so weiter. Ja. Wenn wir nicht wirklich einfach nur das hier wiederholen, würde ich noch immer sagen, es wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Ja, deswegen Aktien keine Option. Für Levels, weil das ist ja das Wichtigste. Also es wäre schon bullish und super, wenn wir 84 Cent brechen würden. Alles über 1,44 ist wirklich bullish. Für die Downside, ich meine, okay, 71 Cent zu brechen, gibt uns halt die Bestätigung, dass wir noch immer wie an der E machen würden. Und klarerweise werden wir 63 Cent brechen. Nächstes Ziel ist 40 oder 30 Cent für ein neues Allzeitlow. Ja. Leider derzeit müssen wir einfach warten, was uns BLNK gibt. Okay, nächstes Sava. So, hier unser kleiner Chart für Sava. Im Großen und Ganzen fürs bullische Tracking, das hier ist unser Fractal. Fürs bullische Tracking wurde es beendet am 4. April. Wir haben seitdem ein kleines HLO angehängt. Werden wir gleich reinzoomen. Für die bärische Alternative ist das hier noch nicht fertig. Und im Großen und Ganzen, wir knallen runter zu einem neuen Allzeitlow. Das bedeutet, wir haben noch nicht unser V. Und das bedeutet, wir wären jetzt gerade hier. Ich sage allerdings wirklich immer dazu, es ist halt ein 100%iges Riskplay. Ja. Für die bullische Variante, jetzt zoomen wir hin. Eins noch. Warum wir uns das überhaupt anschauen? Wir warten auf diesen Gapfill. Das ist der einzige Grund, warum wir diesen Blödsinn tracken. Wir wollen diesen Gapfill. Ja, weil diese Aktie immer das gleiche macht. Gap down, Bullshit, Gapfill. Gap down, Bullshit, Gapfill. Macht's immer. Und immer freitags, montags. So. Also zoomen wir jetzt mal rein. Fürs bullische Tracking ist das unser Higher Low. Dieses Higher Low wurde beendet am 31. Dezember 2025 mit einem perfekten VLA. Meine Zeitspanne ist 9. Jänner, also letzten Freitag, bis zum 20. Jänner. So, seitdem machen wir unser kleines Higher Low. Jetzt ist die Sache, entweder wir brechen am Montag und schießen nach oben. Oder das ist unser kleines Higher Low. Ja? Bedeutet, ich meine, es klingt blöd, aber wenn wir nicht nach oben brechen, dann ist das hier wahrscheinlich unser kleines L. Das wäre schon unser M. Und wir würden nicht über diese kleine Trendlinie gehen. Ja? In dem Fall würden wir dann hinunter einfach nichts machen. Ja? Und ich nehme dann an, bis zum 20. Jänner, weil diese Aktie kann einfach nichts tun, noch immer unser kleines V an der A bei $2. Ja? Wenn wir nicht nach oben schießen und wenn wir nicht nach unten schießen, ist das die einzige Variante. Und am 20. Jänner schießen wir dann nach oben. Ja? Was anderes sehe ich derzeit einfach nicht. Für Levels, alles über 2,62 ist bullish. Alles über 3,51 und wir sind weg. Und es gibt keine Alternative mehr. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir das nicht sehen werden.
weil wir es einfach gappen werden. Alles unter 1,96 ist wirklich bearish und alles unter 1,75 und wir machen ein neues Allzeitlow. Und dann wird es wahrscheinlich bis Juni dauern, bis wir die nächste Chance haben. Aber deswegen ist das unser 100%iges Swissplay. Schaut derzeit aber noch immer super aus. Aber Vorsicht. Okay, nächstes Fuser. So, auch für Fuser. Wir haben hier nur ein Fractal. Wir haben für das eine Fractal, wir haben es beendet im Mai 2025. Ich habe ehrlich gesagt keine Alternative derzeit. Wenn wir damit fertig sind, gibt es zwei Möglichkeiten. Weil wir schon unser A haben, ich werde das gleich zeigen, unser nächstes ist unser Ziel B bei 165 bis 100 und für die bullische Variante unser richtiges A wäre irgendwo hier bei 4.000, 5.000. Unser richtiges B wäre hier bei 82.000 und dann ist nur die Frage, ob wir Allzeit hochbrechen oder nicht. Dazu sei jetzt aber gleich gesagt, ihr werdet nicht hier hochkommen ohne einen Split. Ja, meiner Meinung nach hundertprozentig keine Wahrscheinlichkeit. Wenn diese Aktie keinen Split macht, dann wird diese Trendlinie hier eure Resistance sein, die ihr nicht brechen werdet. Das heißt, wir werden hier raufkommen und sterben. Interessiert aber derzeit keinen. Für was haben wir gemacht? Ja. Schauen wir uns das an. Auch perfekt. Wir kommen von unserem T, haben unser Allzeitlow, machen unser Higher Low, was in einem perfekten V&A geendet ist, brechen aus, sind über der mehrjährigen Trendlinie, machen einen A-Pullback und gleichzeitig einen Breakout Retest, machen noch ein kleines Higher Low, was auch in After Hours mit einer Candle in einem V&A geendet ist und seitdem bouncen wir hier herum. Ich vergleiche das immer gerne mit dem hier. Ja? Deswegen auch mein Ziel, immer mein Ziel ist wegen M, aber mein Ziel ist 165. Warum? Glaube ich, dass wir sind. Ich vergleiche das gerne mit 2019, 2020. Da haben wir auch unser V, unser Higher Low, unser Ausbruch. Das wäre unser A, unser A-Pullback. Wir wären jetzt gerade in diesem Higher Low. Wir sind hier ein bisschen tiefer gekommen. Okay, fein. Sind aber wieder gebounced und befinden uns jetzt gerade hier. Bedeutet, wenn wir ein Gap absehen, das ist Bestätigung, dass wir diesen Move bekommen. Deswegen diese Bars Pattern. Ja, schaut perfekt aus. Für Levels. Alles über 10,88 ist fucking bullish und wir gehen nach oben. Muss ich allerdings dazu sagen, ich glaube, das werden wir nicht sehen. Ich glaube, das wird die Gap sein. Alles unter 6,31 wäre bearish, wirklich bearish. Und ich muss dann schauen, ob ich irgendwas übersehen habe. Sehe ich derzeit noch nicht, aber einfach es war. Okay, und als letztes Open. Auch für Open. Ist schon lange her, dass ich es gezeigt habe. Wir haben ein Fractal, das wir eindeutig schon beendet haben im Juni 2025. Wir sind schon seitdem in der zweiten Version. Wir haben schon unser A und unser B gemacht und sind im B-Pullback gewesen. Ich habe das früher getrackt, ich bin nur bei dem hier eingeschlafen. Es war katastrophal. Ja, hat einfach viel zu lange gedauert. Im Großen und Ganzen trotzdem muss ich sagen, ich bin derzeit davon überzeugt, der B-Pullback ist fertig.
Und zwar war der B-Pullback fertig hier. Das war der B-Pullback. Das ist einfach nur Higher Low. Wenn man sich das ganz genau anschaut, nämlich nebeneinander, das hier ist jetzt und das hier ist August 2025, der A-Pullback. Und wir haben da genau dasselbe gemacht. Ja? Wir haben hier unser Top, wir haben hier unser Top, wir haben hier unser Lower High, hier unser Lower High. Wir fallen runter, machen ein Low, schießen hinauf zu einem Higher Low, machen ein, enden auch in einem Higher Low, und dann machen wir noch einen Blip und machen ein ganz kleines Lower Low. Man könnte sogar schon sagen, dass das ist. Das bedeutet, unser nächster Move, wir wären jetzt vielleicht sogar schon hier. Ja, das ist der nächste Move. So allzeit hoch. Weil, wenn man sich das anschaut, das ist eindeutig B. Das bedeutet, wo auch immer wir hingehen, wir bekommen unser C. Danach geht es abwärts. Wo unser A sein könnte, ist ziemlich einfach zu sagen, meiner Meinung nach, weil das hier ist unsere Trendlinie, die wir nicht mehr brechen wollen, wenn wir mal drüber sind. Bedeutet, hier wäre unser A. Wir würden also jetzt langsam oder schnell hier raufgehen. 0.5 Pullback, kleines B, Pullback, C. Wo auch immer das so sein wird. Jetzt können wir mal nur A schauen. Sollte auch relativ schnell sein. Ja, der Pullback war ewig lange. Das sollte schnell sein. Für Levels. Alles über 9,48 ist klarerweise bullish. Ja, dann geht es nach oben. Sollten wir noch einmal unter $6 fallen, ist das schon bearish. Sollten wir unter 5,63 fallen, eine Katastrophe. Ich sehe es derzeit noch nicht. Ja, dann muss ich das Tracking wirklich komplett neu machen. Ich sehe es derzeit nicht. Andernfalls nach oben. Ich muss persönlich sagen, no financial advice, ich werde es nicht spielen. Ja, ganz allein deswegen, das hat mich ziemlich gefickt, weil ich bin davon ausgegangen, dass es viel schneller geht und nicht so langsam. Ich warte aufs Top, weil ich möchte, nachdem das Top erreicht ist, ich spiele das. Ich will dieses Ding runtershorten nachher. Aber ihr könnt machen, was ihr wollt. Okay. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gibt es mein Like. Die Playlist, das Erklärvideo kommt hier. Playlist hier. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, gebt mir ein Abo. Schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Wir sehen uns.